Also wenn ich hier nicht aufpasse, wenn es hier Probleme gibt, oft hat man das ja nicht mal im Griff. Es kann in der Technik sein, es kann bei den Menschen sein. Ich habe so viele Risikofaktoren an dem Ganzen, dass es ja nicht passieren darf, dass der Kunde, ja, ich sag mal, geschäftsunfähig ist. Hallo, schön, dass ihr hier seid. Auf Wall of Confusion sprechen wir über die unterschiedlichen Perspektiven, mit denen sich Softwareentwicklung und IT-Betrieb an gemeinsame Projekte annähern. Da kann es im Alltag schon mal zu Kontroversen kommen. Zur Lösung gibt es den Ansatz DevOps, der beide Seiten zur Effizienz führen will. Wir, das sind das Team der Rossi IT in Rosenheim und unsere Gäste. Unsere Folgen drehen sich um unseren DevOps-Alltag, um die Zusammenarbeit zwischen Entwicklerteams und Ops-Teams, um Lösungen, um Menschen, Methoden und Tools. Viel Spaß mit dieser Folge von Wall of Confusion. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wall of Confusion. Mein Name ist Christian Steinberger, ich bin IT-Stratege, Manager und Leader aus Leidenschaft. Unser Format dreht sich um spannende Themen und aktuelle Entwicklungen aus IT und Digitalisierung. Wenn ihr also nach Inspiration und neuen Ansätzen sucht oder einfach nur gerne am IT-Puls der Zeit bleiben wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Heute bei uns zu Gast ist der Michael Hartkopf. Hi Michi, ich sage jetzt einfach mal Michi, ich glaube, das sollte okay sein. Wir kennen sie jetzt doch schon seit Pi mal Daumen 25 Jahren, würde ich überschlagen. In dem wir schon einiges zusammen gemacht haben, unter anderem auch diverse IT-Projekte. Und deshalb habe ich mir gedacht, wärst du heute ein wahnsinnig spannender Gast. Genau, aber soweit zum privaten Teil. Erzähl doch gerne mal unseren Hörern selbst, wer bist du und was machst du so? Ja, hallo zusammen. Danke für die Vorstellung. Ich bin im Endeffekt Softwareentwickler und habe auch 2019 mein eigenes Unternehmen gegründet und habe vor 20 Jahren als Auszubildender für Fachinformatik angefangen. Damals war ich als .NET-Entwickler zuständig für die Frontend- und Backend-Entwicklung von einem ERP-System für Berufsförderungswerke. Habe da darüber hinaus auch Anwenderschulung und Reporting gemacht. 2009 habe ich dann in einem Unternehmen in München als CRM-Consultant begonnen, habe da dann sowohl Support als auch klassisches Consulting und halt auch nach wie vor Softwareentwicklung gemacht. Ich habe damals sehr oft dann begonnen, wo der Standard aufgehört hat und habe Add-ons und Plugins programmiert zu den CRM-Systeme und auch relativ viele Schnittstellen. In dem Zusammenhang habe ich dann auch ein Praxisstudium begonnen bei der IHK. Also das kann man sich ein bisschen als Masterstudium, als Meister vorstellen für einen IT-Beruf. Das war der IT-Business Manager, habe das dann auch berufsbegleitend durchgeführt und abgeschlossen. 2013 habe ich mich dann selbstständig gemacht und war dann der klassische Freelancer. In dieser Zeit habe ich aber auch direkt schon Kunden betreut und habe halt direkt mit meinen Kunden schon die ersten eigenständigen Softwarelösungen umgesetzt. Und ja, 2019 habe ich dann gemeinsam mit einem Freund, also Christian, du kennst ja auch, und Markus, die New Version gegründet. Das ging dann auch im Zusammenspiel mit der Firma Topline in Traunstein. Die Firma Topline macht Bürosysteme, macht IT-Infrastruktur, Büromöbel, Drucker und Kopierer. Und da hat halt in deren Portfolio dann die Softwareentwicklung auch sehr gut reingepasst. Mehrere Fragen dazu. Vom Anwendungsentwickler über die Selbstständigkeit zum Unternehmer ist ja doch ein cooler Werdegang. Gab es da Faktoren, die dich angetrieben haben? Beispielsweise, du wirst dich selbst verwirklichen, wie es vielleicht so Mhm. oft ist, oder gab es da noch mehr? Also es war eigentlich ganz lustig, weil ich habe das nie irgendwie so geplant. Die freie Mitarbeit ist im Endeffekt zustande gekommen, weil aus der Vergangenheit immer wieder Kontakte gekommen sind, also alte Software, was ich entwickelt habe, ob ich noch verfügbar bin, dass ich die weiterentwickle. Ich sag mal, übers Netzwerk kamen Anforderungen für eigenständige Lösungen und ich habe das alles aus der Selbstständigkeit bedient, bloß irgendwann wurde das dann auch mal zu viel, dass man mehr draus machen
musste, sage ich mal, schon fast. Und dann haben wir die GmbH gegründet. Ich habe mich zu Beginn auch nicht direkt als Geschäftsführer gefühlt, weil ich irgendwie immer noch wie ein Selbstständiger agiert habe. Und irgendwann kam da mal der Scheideweg, dass ich gesagt habe, okay, ich muss Unternehmer werden. Also ich bin nicht nur zuständig für die Delivery klassisch, dass ich jetzt sage, ich setze, Kunde ruft an und ich setze das dann um, sondern dass man da mehr draus macht. Und das hat halt auch ein bisschen zur Änderung vom Mindset geführt. Und da fühle ich mich mittlerweile sehr wohl, dass ich alles ein bisschen mache. Ich mache ein bisschen Vertrieb, aber bin trotzdem auch noch, sage ich mal, für die Softwareentwicklung, für die Delivery, für die Beratung zuständig und führe halt auch das Unternehmen, also mit allem, was dazugehört. Buchhaltung, administrative Tätigkeiten, personelle Entwicklung und so weiter und so fort. Wenn du dich oder deine Rolle jetzt beschreiben müsstest im Unternehmen, ist es dann eher der Entwickler oder eher der Geschäftsführer oder tatsächlich der Allrounder? Ja, nach wie vor noch der Allrounder, muss ich einfach sagen. Es geht gar nicht anders. So viele Projekte sind einfach noch an mich gebunden, dass ich die nicht von heute auf morgen abgeben kann. Und zusätzlich ist halt auch noch die Softwareentwicklung schon irgendwo meine Leidenschaft. Also da komme ich her. Ich habe da auch ein Stück weit mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich entwickle gerne, ich löse gerne, sage ich mal, komplexe Anforderungen und habe dann auch den Ehrgeiz, dass ich die technisch beste Lösung dafür finde. Und das macht halt auch das Arbeiten für mich ein bisschen aus bei der New Version, dass ich mich da schon ein bisschen selbst verwirklichen kann. Und diese administrativen Tätigkeiten, die kommen halt einfach on top und das ist dann wieder ein bisschen mehr Arbeit. Okay, also Leidenschaft und Selbstverwirklichung, eigentlich eine coole Kombi. Ja, ja. Und ihr seid die New Version. Ja, genau. Wir sind die New Version. Wir haben ursprünglich mal angefangen, dass wir uns als individuelle Softwareentwicklung positionieren. Mittlerweile sind wir aber ein bisschen weiter gewachsen und auch durch die Erfahrung sind wir in der Beratung aktiv. Also da kommt zum einen auch mein Kollege ein bisschen raus. Der Markus, der macht jetzt sogar ein bisschen länger wie ich. Ich glaube, bei dem sind es jetzt 22 Jahre macht der IT-Infrastruktur mit allem, was dazugehört, also Serversysteme, Konzepte, Sicherheitsthemen. Und ich kümmere mich ja dann um diese Softwareentwicklung und in diesem Punkt habe ich auch zwei neue Felder jetzt, dass ich zum Beispiel auch Beratung mache im Punkto Software-Einführung, Softwareprojekte, Projektmanagement. Und wir haben uns jetzt halt auch vor kurzem, haben wir unser Produktportfolio ein bisschen erweitert, dass wir eine Standardsoftware namens Udo aufgenommen haben. Ja, und da gehört dann natürlich auch wieder alles dazu, dass man eine neue Software einführt, dass man die Software lernt und dass man die dann auch vertreiben kann. Okay, also ihr im Unternehmen seid eigentlich eine Kombi aus Entwicklung und Betrieb. Dann seid ihr bei uns im DevOps-Podcast genau richtig. Ich bin schon gespannt auf den Austausch. Genau, und zusätzlich habt ihr noch das Consulting-Geschäft. Jetzt habe ich ein bisschen verstanden, Software-Einführung, also du hast vorher ein bisschen beschrieben, Individualsoftware, Software, die ihr entwickelt und einführt, oder geht es da auch um Auswahl und Einführung? Also auch die Auswahl und die Einführung. Also da begleiten wir auch unsere Kunden, dass man jetzt erstmal sagt, es passt jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Standardsoftware oder dass der Kunde gar nicht weiß, ob er eine Standardsoftware oder eine individuelle Software benötigt. Und dann sind wir jetzt halt auch erstmal ganz produktneutral, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt auch die individuelle Softwareentwicklung als Produkt sieht, unterwegs, dass wir jetzt erstmal die Anforderungen analysieren, weil sehr oft weiß ja der Kunde nur, er hat ein Problem, das er gelöst haben will. Und er weiß ja nicht, ist jetzt Software A oder B die Lösung oder Software C, was jetzt vielleicht eine individuelle Entwicklung ist. Und von dem her fangen wir da mittlerweile ganz am Anfang an, dass wir da erstmal eine Bestandsaufnahme machen, dass wir eine Anforderungsanalyse erstellen und je nachdem, was nötig ist, dass wir dann gegebenenfalls ein Pflichtenheft und eine Prozessanalyse anfertigen.
Das hört sich total spannend an, also eigentlich wie ein End-to-End-Dienstleister dann wirklich von der Auswahl, Prozessoptimierung, Einführung. Mhm. Neben den Geschäftsfeldern, die ihr jetzt als Unternehmen bedient, was mich natürlich immer noch interessiert, individuell bei den Gästen, gibt es da noch irgendwas, mit dem du dich sonst beschäftigst? Ich sag, du kommst aus der Softwareentwicklung. Ja, also grundsätzlich gehört das Projektmanagement und jetzt die Softwarearchitektur zu meine Steckenpferde, sage ich mal ein bisschen. Einfach aus der Historie heraus und auch aus diesem Praxisstudium heraus ist die Projektleitung dazugekommen. Ich bin schon immer in größeren IT-Projekten unterwegs und die Softwarearchitektur, die begleitet mich eigentlich, das hat schon kurz nach der Ausbildung begonnen, dass ich mich damit auseinandersetze, einfach, dass ich auch diese guten, also die besten Lösungen umsetzen kann und auch als ganzheitliche Konzept und nicht nur, jetzt sage ich mal, einen kleinen Funktionsbaustein zu programmieren. Mhm. Was ist denn Softwarearchitektur? Ja, in der Softwarearchitektur beschäftigt man sich ja jetzt erstmal ein bisschen abstrakter mit diesem Lösungsansatz. Also wie soll die Lösung aufgebaut sein? Spricht man über eine Server-Client-Architektur oder ich sag mal Client-zu-Client-Architektur, also Peer-to-Peer. Dann geht es, sage ich mal, wenn das gefunden ist, also es gibt ja unterschiedlichste Konzepte, also es gibt im Endeffekt zum einen direkte Vorgehen, wie ich meine Software gestalte. Also um ein Beispiel zu nennen, es gibt ein Domain-Driven Design, was jetzt nicht nur die Struktur von der Software beschreibt, sondern auch, wie ich meine Anwendung konzeptioniere, gemeinsam mit meinem Kunden. Und dann gibt es halt noch ein bisschen tiefer, wenn ich dann schon in der Umsetzung drin bin, Design Patterns und halt auch Vorgehen, die man dann im Endeffekt anwenden kann auf, sage ich mal, wiederkehrende Anforderungen, die so halt immer wieder drankommen und dann kann ich halt eine vorhandene Schablone verwenden, dass ich so etwas umsetze. Hast du da praktische Beispiele dafür? Also sowohl für die verschiedenen Architekturtypen, du hast vorher erzählt, es gibt Client-Server-Architekturen, es gibt Peer-to-Peer-Architekturen. Wo ist denn da so ein bisschen der Unterschied? Beziehungsweise wäre schön, wenn wir das ein bisschen greifbar machen könnten, weil ich glaube, unsere Hörer wissen nicht alle, was man sich genau darunter vorstellen kann. Also das waren ja jetzt nur zwei Beispiele. Es gibt ja noch mehr, aber ich sag mal, wenn ich jetzt bei denen zwei bleibe, Client-Server-Architektur, das heißt im Endeffekt, ich habe eine Installation bei mir lokal auf dem PC, was sich mit einem Server, der zentral im Netzwerk oder im Internet steht, austauscht und die Daten somit verteilt. Ähm, Hier habe ich eine zentrale Datenhaltung. Und die Clients verbinden sich, rufen die Daten ab, beziehungsweise manipulieren die Daten auf dem Server. Bei einer Peer-to-Peer habe ich jetzt die Möglichkeit, da habe ich eigentlich keinen zentralen Datenspeicher, sondern jeder Client hat seinen eigenen Datenspeicher und verteilt dann die Daten zum nächsten. Also sprich, wenn ich dann mit meinem Client online gehe, dann werden die verfügbaren Clients abgefragt nach Aktualisierungen und das wird jetzt, sage ich mal, eingelesen. Es gibt darüber hinaus noch viele andere, sage ich mal, Designvorlagen, was man da ja auch verwenden kann. Es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit, was sich OpenAI nennt. Das heißt, dass ich in meiner Anwendung zwischen Frontend und Backend Daten schon über eine Schnittstelle austausche. Sprich, wenn dann eine dritte Anwendung auf meine Anwendung zugreifen will, sind halt alle Business-Logiken schon über die Open API verfügbar und ich kann jetzt direkt darauf zugreifen. Alles klar, danke. Und was waren das nochmal genau, Design Patterns? Ja, die Design Patterns, ich habe es ja schon kurz gesagt, Design Patterns sind im Endeffekt Schablonen, welche ich verwenden kann für wiederkehrende Anforderungen. Es ist ganz interessant, weil es sind ursprünglich diese Design Patterns in die 90er Jahre, sage ich mal, schon aufgeschrieben worden von der Gang of Four. Das waren quasi 4 Amerikaner, wo sich da für die objektorientierte Programmierung zusammengesetzt haben. Und
23 Design Patterns aufgeschrieben haben. Und das ist auch das Faszinierende, dass das in die 90er Jahre trotz dem Fortschritt der Technik immer noch zu Einsatz kommt und auf jede Sprache eigentlich auch objektorientierte Sprache eigentlich auch adaptiert werden kann. Okay, für mich zum Verständnis bedeutet diese Patterns, die vor 30 Jahren entstanden sind, die setzt man heute noch so ein? Tatsächlich? Ja, Okay. ja, genau. Und über mehrere Sprachen meinst du, was ist denn aktuell so State of the Art objektorientierte Sprache? Java Also wahrscheinlich? du hast Java, C# und Python nach wie vor, sage ich mal, das sind die mir am geläufigsten. Es gibt natürlich noch ein paar andere. Okay, Softwarearchitektur ist also dein Steckenpferd. Haben wir jetzt rausgehört, das ist eine wahnsinnige Leidenschaft dahinter. Ähm, Neben der Softwareentwicklung noch was anderes, mit dem du dich aktuell beschäftigst? Ja, ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen. Also wir haben im Dezember letzten Jahres mit Odoo begonnen. Das ist natürlich jetzt auch was, wo mehr zeigt, in Anspruch nimmt, wenn man eine neue Software, sage ich mal, machen will. Odoo ist sehr interessant. Es ist ein ERP-System erstmal. Es ist aber viel mehr drin wie in einem Standard-ERP von einem belgischen Hersteller. Also es ist auch mal aus Europa und nicht aus Amerika eine Software, wo sehr interessant ist. Also ist es eine Standardsoftware? Du hast gerade ein Es ist eine ERP-System? Ja genau, es ist eine Standardsoftware, aber diese Standardsoftware hat im Endeffekt zwei Optionen erstmal. Ich habe eine Enterprise-Version, wo ich klassisch zum Hersteller gehe und mir eine Lizenz kaufe und ich kann diese Software dann in einem gewissen Umfang anpassen. Ich kann es erweitern, ich kann Plugins schreiben. Es gibt auch ein Marketplace, wo ich mir Plugins runterladen kann. An welche Zielgruppe würdest du denn den Einsatz für Odoo empfehlen? Also ist das irgendwie beschränkt? Kann man pauschal sagen, das kann für alle Unternehmen interessant sein? Ähm, Ich sage mal, allgemein kann es für alle Unternehmen interessant sein. Odoo verfolgt ein bisschen diesen Ansatz, eine Software für alles. Das passt jetzt natürlich nicht im großen Konzern, wo schon 5 Lösungen am Laufen und etabliert sind, die wo man gar nicht ändern will. Und jetzt profitieren vielleicht KMUs und Mittelstand eher davon, weil ich jetzt halt sage ich mal, ich kann meine Homepage damit ablösen, ich kann meine Buchhaltung damit ablösen, ich kann im Endeffekt den Geschäftsprozess damit abbilden, ich habe meine Tickets drin und alles miteinander ist integriert. Neben dem Geschäft mit Odoo, eins eurer Geschäftsfelder ist ja auch Beratung bei der Software-Einführung. Ähm, Gibt es da aktuell ein spannendes Thema, mit dem du dich beschäftigst? Wir haben grundsätzlich jetzt in der Möbelbranche ein Unternehmen begleitet, eine Software auszuwählen und sind hier ein bisschen drauf gestoßen, dass die meisten Anbieter, ähm, die wollen im Endeffekt eine Big Bang-Einführung. Das heißt, es wird von heute auf morgen das komplette System in allen Filialen, also wir sprechen jetzt hier über 8 Stück und 2 Lagerstandorte und 2 Verwaltungsstandorte. Und da war das vorgeschlagene Vorgehen von einem Tag auf den anderen, macht zack und dann soll die neue Software laufen. Und das widerspricht uns so ein bisschen, was wir ja bei unseren Softwareprojekten immer anwenden, ist agile Projektmethoden, also iteratives Vorgehen. Da habe ich ja auch schon genügend in dem letzten Podcast gehört. Mit der Ich glaube, Maria? genau, Ja, die ich hat da ein glaube paar auf spannende Sachen erzählt. richtig, ich glaube, aufs agile Projektmanagement brauche ich daher nicht mehr eingehen. Und ich sage mir, es ist halt einfach, wenn ich alles von einem Tag auf den anderen umstellen will, dann habe ich ja schon allein ein sehr hohes Risiko. Und am ERP hängt ja eigentlich der komplette Geschäftsprozess. Also wenn ich hier nicht aufpasse, wenn es hier Probleme gibt, oft hat man das ja nicht mal im Griff. Es kann in der Technik sein, es kann bei den Menschen sein. Ich habe so viele Risikofaktoren an dem Ganzen, dass es ja nicht passieren darf, dass der Kunde, ja, ich sag mal, geschäftsunfähig ist. Also das Schlimmste, was ja jetzt in einem Möbelgeschäft passieren kann, ist,
dass der Kunde dasteht und er nichts verkaufen kann. Ja, das ist richtig. Das müssen wir jetzt trotzdem noch ein bisschen nachschärfen für mich. Also die Gefahr beim Big Bang also Big Bang bedeutet jetzt in diesem Fall, ich betrachte alles gesamtheitlich und möchte alles mit allen Abhängigkeiten auf einmal ablösen, richtig? Genau. Und die Gefahr siehst du darin insbesondere in was? Also vielleicht, wenn du es nochmal wiederholst. Also ich sehe einfach, dass das Risiko viel zu hoch ist. Ich habe die unterschiedlichen Faktoren einfach, was ein ERP-Projekt mit einer gewissen Größe und in einer gewissen Unternehmensgröße ähm, ja, scheitern lassen kann, dass im Endeffekt große Schäden entstehen, dass die Mitarbeiter oder also ich sage mal lieber Anwender dazu, nicht Mitarbeiter, dass die Anwender unzufrieden sind und das kann sich genauso auf den Kunden im Endeffekt sogar auswirken, dass jetzt, was weiß ich, eine falsche Rechnung rausgeschickt wird oder die Rechnung zum falschen Zeitpunkt rausgeschickt wird. Und umso größer das Projektvolumen, umso größer die Prozesse, die davon betroffen sind, alles drumherum, umso größer ist auch, sage ich mal, die Gefahr, dass es scheitert, beziehungsweise dass es dann in dieser berühmten Nach-Go-Live-Phase eigentlich nur noch Chaos gibt. Und das passiert schneller, das Risiko wird unterschätzt. Auch gibt es ja oft Aussagen, ja, wir haben das ja schon 10-mal so gemacht und alles ist problemlos gelaufen. Das heißt aber nicht, dass es beim 11. Mal auch so ist. Also Ja. das ist ja auch die Gefahr. Und ich sage mal, ich bin da einfach ein Fan und das ist auch immer meine Empfehlung. Ich investiere lieber vorab in die Planung, in dieses iterative Vorgehen, mehr Zeit, ergo auch meistens mehr Geld und habe dann die Sicherheit, dass ich einen sauberen Start habe. Da könnte ich jetzt auch kurz eine Anekdote erzählen. Ich war vor einigen Jahren mal in einem Projekt, da wurde ein Jahr lang ein Pflichtenheft geschrieben. In diesem Jahr kam eine neue Software raus, also eine neue Version von diesem CRM-System. Dann wurde ein weiterer Workshop von 3 Monaten gemacht, dass man dieses Delta zum ursprünglichen Pflichtenheft erfasst. Und ja, am Ende in der Umsetzung hat man dann doch nochmal alles spezifizieren müssen. Und das ist jetzt immer mein Lieblingsbeispiel, was ich aus eigener Erfahrung nennen kann, wenn ich sage, bitte kein Wasserfallmodell also bei Softwareprojekten. Also vor allem bei einer gewissen Größe und wenn man mehrere Beteiligte hat. Mhm. Und das ist bei weitem keine Seltenheit. Ich glaube, dass das öfter passiert, als man denkt. Folgefrage, was hältst du denn von hybriden Ansätzen? Weil oftmals sagt man ja auch, macht Sinn, dass man in Wasserfallphasen vorgeht und dass man dann iterativ in der Umsetzung ist. Wir haben das ja für uns so ein bisschen adaptiert, weil unsere Kunden natürlich ja auch gesagt haben, ich kann jetzt nicht einfach komplett agil sein und weiß nicht, wann ich was bekomme und wie viel ich dafür bezahlen muss. Also was wir im Endeffekt immer einführen, also Meilensteine sind ja eigentlich der Klassiker ja auch aus dem Wasserfallmodell ein bisschen, dass wir schon in unserem agilen Projektmanagement mit Meilensteinen arbeiten und das Ganze dann in Projektphasen einteilen. Und innerhalb von diesen Phasen dann wieder agil sind, nicht hybrid. Ja, genau, kennen wir auch aus der Praxis, dass das oft so gemacht wird, vor allem eben auch ich sag mal, in vielen KMUs. Ähm, Mhm. Bei Rossi ist es so, dass man vor allem in Kundenprojekten ja auch immer relativ flexibel sein muss. Da wird eben auch der agile Ansatz sehr stark gelebt. Genau. Ja, genau. Also man muss ja, allgemein sehe ich halt sowas wie Projektmanagement-Methoden wie Scrums, dass es für mich gut ist, dass ich mich dran orientiere, dass ich, sage ich mal, auch diese Templates verwende.
Aber am Ende des Tages muss ich es auch immer ein bisschen auf die Bedürfnisse bei uns und die Bedürfnisse auf den Kunden zuschneiden. Sei es jetzt auch, sage ich mal, unterschiedliche Stati, wo so eigentlich gar nicht vorgesehen sind, wenn man es jetzt nach Schulbuch macht, dass man die dann einfach einführt und dass man da den Prozess dann auch auf die eigenen Bedürfnisse anpasst. Mhm. Würdest du sagen, dass dann der pragmatische Ansatz eher im Vordergrund steht, wie sich an Frameworks halten zu müssen? Ja, definitiv. Also grundsätzlich denke ich immer pragmatisch. Es muss halt Und immer an das der auch, Wirklichkeit ausgerichtet sein, ja. ja, genau. Also ich sag mal, das mit dem Projektmanagement, es geht ja schon los, wenn man sich jetzt Agil anschaut oder Scrums, es gibt ja so viel unterschiedliche, ich sage jetzt mal Zusatzmodule. Also wenn man jetzt schon allein die Aufwandschätzung betrachtet. Das letzte Mal hat mal ein Kollege gesagt, eigentlich könnte ich die Storypoint-Bewertung auch in T-Shirt-Größen machen. Und es stimmt. Ja, ist aber auch pragmatisch. Also ich habe auch schon Projekte gemacht, da ist in T-Shirt-Größen geschätzt worden. Das ist nicht Ja, so selten tatsächlich, weil oftmals geht es ja auch gar nicht darum, im ersten Schritt exakt festzunageln, wie hoch ist der Aufwand, sondern Tasks gegeneinander abzuschätzen. Wenn man ungefähr die ja, T-Shirt-Größe hat, kommt man schon mal weiter oder kann auch aufgrund vom Aufwand priorisieren. ja. Nein, ich hab das sehr lustig gefunden mit den T-Shirt-Größen, weil mir das bisher so noch nicht bekannt war. Okay, während der Umsetzung hast du gesagt, lebt ihr oft mal dann auch aufgrund des hybriden Ansatz iteratives Vorgehen, so wie du ja auch vorschlägst, wie man es tun sollte. Wie Mhm. verwaltet ihr euch denn da selbst? Also wir haben ja grundsätzlich für unsere Softwareprojekte haben wir Azure DevOps im Einsatz. Wir entwickeln hier ganz klassisch in unseren Sprints. Also wir sind nicht immer bei den 2 Wochen, ab und zu dehnen wir das auf einen Monat aus, weil es auch bei kleineren Kunden einfach nicht möglich ist, dass ich jetzt zweiwöchentlich Abstimmungstermine oder sonst irgendwas habe. Und da passen wir uns dann auch immer ein bisschen an die Verfügbarkeit von unseren Kunden an. Azure DevOps, da musst du mir jetzt ein bisschen was drüber erzählen. Ja, Azure DevOps ist im Endeffekt von Microsoft die Suite, wo ich jetzt im Endeffekt, wie es schon sagt, mein DevOps drin habe. Also ich habe es gibt unterschiedliche Templates fürs Projektmanagement. Wir verwenden grundsätzlich, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, das für agiles Projektmanagement, wo man dann diese Vorlagen für die Work-Items hat, also sprich die einzelnen, sage ich mal, Arten von Punkten, die es gibt, dass ich mein agiles Projektmanagement manage. Beispiel User Story, Epics, dann die Tasks für die Umsetzung. Ich habe dann auch im Endeffekt die ganze Sprintplanung hier mit drin, wo ich meine Ressourcen hinterlegen kann, dass ich dann auch sehe, wie viele Tasks schaffe ich in einem Sprint und habe dann meine ganzen Auswertungen. Also ich kann eigene Abfragen und Dashboards und Charts bauen. Ich habe aber auch auf der anderen Seite jetzt klassisch diese Burndown KPI für meine Tasks, dass ich den Projektstatus mir anschauen kann. Mhm, ja, Burnt Down Charts, also die restlichen Aufgaben über die Zeit. Ja, genau, richtig. Und zusätzlich habe ich die Quellcode-Verwaltung noch mit drin. Also es ist ein Git-Repository mit dabei. Es gibt noch das aus historischen Gründen das Team Foundations Server ich glaube, es heißt jetzt Team Foundation Server Online. Weiß ich gar nicht mehr, wie es mittlerweile heißt, weil ich nur noch Git mache seit einigen Zeit. Ich habe dann auch Build-Pipelines drin, wo ich eigentlich alles machen kann, was ich brauche. Also der technische DevOps-Ansatz. Für dich, also wenn ich es nochmal richtig Ja, rekapituliere, ist der DevOps-Charakter in den Ganzen ist für dich sowohl von der Verwaltbarkeit, also dieses agile Vorgehen, bis zu mhm. der technischen Abbildung, wenn es darum geht, Code zu verwalten und Pipelines, so dieses Ganze drumherum, richtig? Genau. Und die Pipelines, also kann man ja so weit treiben, dass ich im Endeffekt wirklich dass ich wirklich
einen Sprint automatisiert auf mein Kundensystem deploye oder auch in die Azure Cloud, dass das wirklich dann im Endeffekt auf Knopfdruck funktioniert. Ich könnte theoretisch noch einen Freigabeprozess sogar mit dem Kunden in Kombination mit Testcases, also erst wenn die Testcases durchgearbeitet sind und, sage ich mal, der Product Owner beim Kunden das akzeptiert hat, könnte das dann automatisch in die produktive Umgebung deployed werden. Also da hat man alles an der Hand. Man darf halt den Aufwand, das alles zu konfigurieren, nicht unterschätzen. Aber der Benefit schlägt ja den Aufwand? Kommt aufs Projekt drauf an, sage ich mal. Also es kommt auch auf die Affinität vom Kunden für die User Stories, für Test Cases drauf an. Wir haben teilweise mit DevOps ein bisschen mit unseren Kunden zu kämpfen, weil das User Interface nur in Englisch verfügbar ist. Da haben wir nach wie vor, sage ich mal, noch die Hürde, dass da nicht alles verstanden wird, weil es ja auch dieses fachliche Englisch ist und nicht mir jetzt englischen Essen zu bestellen, sage ich jetzt mal. Ja. Okay, verstanden. Ich hatte vor einigen Monaten in der Folge vom Februar, glaube ich, ein Gespräch mit dem Simon Budwed über GitLab. Und im Endeffekt, wie ich es verstanden habe, kann man sich DevOps und GitLab auch so ein bisschen von der Funktionalität her als Konkurrenzprodukte vielleicht vorstellen. Ist das richtig? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich mit GitLab noch gar nicht auseinandergesetzt. Okay, dann vielleicht nochmal zusammenfassen. Und Also GitLab ist im Endeffekt auch ein interdisziplinäres Tool für Projektmanagement. Da gibt es die Möglichkeit, sich zu verwalten. Man kann sich Kanban-Boards anlegen mit seinen Aufgaben, Code-Repositories verwalten, CI/CD-Pipelines anlegen. So im Endeffekt der ganze Funktionsumfang, den du gerade eben in DevOps beschrieben hast. also ich sag mal, für .NET bleibt man halt bei Microsoft, und wenn man jetzt, sage ich mal, mit AWS und Google macht, dann ist halt GitLabs wahrscheinlich die bessere Wahl. Ich habe noch eine andere Frage, die ich jedem Gast stelle. Und ich hoffe, wie immer, auf eine spannende Antwort. Ähm, Was denkst du, sind die größten Trends oder Herausforderungen in IT und Digitalisierung in den nächsten 5 Jahren, die man auf alle Fälle auf dem Schirm haben sollte? Damit ich jetzt nicht wie immer KI oder AI nenne, habe ich hier ein anderes Thema, was viele Unternehmen teilweise noch gar nicht auf dem Radar haben. Und zwar ist es das Thema mit der E-Rechnung. Das ist eine Herausforderung, wo sowohl Softwareanbieter betrifft, als auch dann, sage ich mal, die Endkunden, und vor allem im Bereich von kleinen Unternehmen, KMUs und auch der untere Mittelstand, ist denen das aktuell noch gar nicht so bewusst. Und zwar wurde es erst, sage ich mal, im März entschieden, dass die E-Rechnungspflicht kommt zum Jahreswechsel. Ab 1.1.2025 sind Unternehmen dazu verpflichtet, E-Rechnungen zu empfangen zu können. Also das ist jetzt, sage ich mal, diese Entscheidung, wo getroffen wurde. Es gibt leider durch das, dass das Gesetz so lang diskutiert wurde, also richtet sich ja nach diesem äh, Bundeswachstumschancengesetz. Das wurde so lange diskutiert, dass hier unterschiedliche Versionen und Aussagen online herrschen. Ich richte mich jetzt nach der Aussage von DATEV, und da steht es jetzt halt im Endeffekt drin, dass der Empfang gewährleistet werden muss. Also ich muss im Endeffekt E-Rechnungen empfangen und können ab nächstes Jahr. Es sind ja jetzt nur noch ein paar Monate bis zum Jahreswechsel. Ja, stimmt, das sind eigentlich nur noch 5 Monate. Denkst du, das haben alle Unternehmen auf dem Schirm? Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Also die Unternehmen muss sich damit auseinandersetzen, glaube ich schon. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an einen kleinen Handwerker um die Ecke denke, dann der leistet ja im Endeffekt auch sehr viel B2B. Natürlich hat er auch B2C. Er hat auch seine Zulieferer und muss dann auf einmal fähig sein,
dass er E-Rechnungen empfängt, dann schätze ich mal, dass da einige überrascht werden. Es ist halt dann auch eine andere Frage, inwieweit das kontrolliert wird, inwieweit das Ganze abgewickelt wird, wenn man jetzt das nicht gewährleistet. Das ist ja auch noch offen, das weiß ja auch noch keiner. Okay, aber gelten tut es auch für den 2-Mann-Handwerkerbetrieb. Genau, sobald ich im B2B-Bereich unterwegs bin. Okay. Ja, das war doch mal wieder ein spannender Punkt und mal was anderes wie AI. Okay, und jetzt kommen wir leider auch schon wieder zum Ende und damit zu meinen 3 Key Takeaways von heute. Erstens, in der Softwarearchitektur gibt es viele Werkzeuge wie Design Patterns, über die haben wir ja ausführlich gesprochen, und Methoden, die die Lösung von komplexen Anforderungen vereinfachen und die Entwicklung somit effizienter machen können. Zweitens, im volatilen Umfeld, wo sich Anforderungen auch oft und schnell ändern, ist ein iteratives Vorgehen einem Wasserfallmodell vorzuziehen. Ein streng lineares Vorgehen kann ein hohes Risiko mit sich bringen und zu Widerständen im Unternehmen führen. Drittens, was man als Unternehmen für das kommende Jahr auf alle Fälle auf dem Schirm haben sollte, ist die E-Rechnungspflicht. Und zwar die Pflicht zum Empfang von E-Rechnungen. Die greift nämlich ab dem 1. Januar 2025. Im B2B-Bereich. Im B2B-Bereich. Dankeschön. Ja, Michi, danke fürs Gespräch. Hat mir Spaß gemacht und trotzdem habe ich noch eine abschließende Frage. Welches Buch hat dich in den letzten Monaten am meisten begeistert, beziehungsweise in deiner Arbeit am meisten beeinflusst und warum? Gibt es da was? Auf jeden Fall. Also ich bin zwar noch nicht ganz durch, aber ich bin jetzt schon sehr begeistert. Es ist nicht nur für die Arbeit interessant, sondern auch privat, also für alle, für beide Seiten. Und zwar ist das Buch Influence, wie man andere überzeugt, von Robert B. Cialdini. Und da geht es, also der Robert Cialdini ist Sozialpsychologe und es geht im Endeffekt über Vertriebsmaschen auch. Also es ist auch interessant für den Privaten, dass man selber nicht auf die Werbetricks und Vertriebsmaschen von anderen reinfällt. Und natürlich, wenn man selber verkauft, dann kann man natürlich dann sind auch Methoden dabei, von denen man profitieren kann. Hört sich spannend an, werde ich mir auf alle Fälle auf die Leseliste setzen. Und für alle Hörer werden wir das Buch natürlich in den Shownotes verlinken. Gut, Michi, dann danke, dass du zu Gast warst. Hat, wie gesagt, Spaß gemacht. Ja, dann vielen Dank, dass ich da sein haben dürfen. Hat sehr Spaß gemacht. Danke an alle Hörer da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, dass euch diese Folge von Wall of Confusion gefallen hat. Lasst uns gern ein Like da oder schreibt euer Feedback in die Kommentare. Schreibt uns auch, wenn euch ein bestimmtes Thema interessiert oder ihr vielleicht sogar selbst mit uns über ein bestimmtes Thema sprechen wollt. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Folgt uns auf linkedin.com/company/rossi-it.